Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! In den tiefen Schatten der Nacht verbarg sich eine finstere Gestalt, eine Kreatur der Dunkelheit, die auf der Suche nach Blut durch die Jahrhunderte wanderte. Ihr Name war Seraphina, und sie war eine Vampirin von seltener Schönheit und noch seltenerem Böswillen. Ihre glänzenden, rubinroten Augen spiegelten das eiskalte Herz wider, das in ihrer Brust schlug. Seraphina war nicht wie die meisten Vampire, die sich in der Welt versteckten und versuchten, ihre Existenz geheim zu halten. Nein, sie genoss die Aufmerksamkeit und die Furcht, die sie bei den Menschen hervorrief. Ihre Macht über sie war beinahe grenzenlos, und sie ließ keine Gelegenheit aus, ihre Kräfte zu nutzen, um das Leben der Sterblichen zu zerstören. Ihre Geschichte begann vor Jahrhunderten in einer kleinen, düsteren Stadt, die von Aberglauben und Schatten regiert wurde. Seraphina war einst ein unschuldiges Mädchen namens Elara, das in ärmlichen Verhältnissen lebte. Ihr Leben nahm eine düstere Wendung, als sie von einem mächtigen Vampir gebissen wurde, der seine eigenen finsteren Pläne verfolgte. Elara wurde zu Seraphina, einer Kreatur der Nacht und des Blutes. Anfangs kämpfte Seraphina gegen ihr Schicksal an, aber bald gab sie sich ihrer dunklen Natur hin. Sie erlernte die Kunst der Manipulation und Täuschung und nutzte ihre vampirischen Kräfte, um die Menschen in ihrer Umgebung zu kontrollieren. Ihre Opfer wurden zu willenlosen Sklaven, die ihre schlimmsten Albträume in die Realität umsetzten. Die Menschen begannen Gerüchte über die geheimnisvolle Vampirin zu verbreiten, die in der Lage war, die Gedanken ihrer Opfer zu beeinflussen. Doch niemand wagte es, sich ihr entgegenzustellen, denn Seraphina war nicht nur mächtig, sondern auch rachsüchtig. Sie strafte jeden, der es wagte, sich ihr zu widersetzen, mit grausamer Härte. Die Jahrhunderte vergingen, und Seraphina wanderte von Stadt zu Stadt, immer auf der Suche nach neuen Opfern. Ihr Verlangen nach Blut und Macht kannte keine Grenzen, und sie wurde zu einer Legende, die in den Schatten der Geschichte lauerte. Doch in all ihrer Dunkelheit konnte sie nicht verhindern, dass Erinnerungen an ihr früheres Leben, als Elara, in ihr aufkeimten. Eines Abends traf sie in einer abgelegenen Stadt auf einen jungen Mann namens Adrian, der anders war als die anderen Menschen, die sie zuvor getroffen hatte. Er besaß eine unerschütterliche Entschlossenheit und eine unstillbare Neugier, die sie faszinierte. Seraphina beschloss, ihn zu verführen und zu ihrem Gefährten zu machen. Doch Adrian war nicht so leicht zu kontrollieren wie die anderen. Er erkannte die Dunkelheit in Seraphina, aber er sah auch eine verlorene Seele, die einst ein unschuldiges Mädchen gewesen war. Er begann, in ihrem Inneren nach einer Spur von Menschlichkeit zu suchen und weigerte sich, ihrem Befehl zu unterwerfen. Die Beziehung zwischen Seraphina und Adrian wurde zu einem unerbittlichen Machtkampf. Während sie versuchte, ihn zu beherrschen, versuchte er, sie zu erlösen. Ihre Kämpfe wurden immer intensiver, bis Seraphina schließlich erkannte, dass die Dunkelheit in ihr nicht länger sie selbst war. In einem verzweifelten Akt der Selbstopferung entschied sich Seraphina, sich gegen ihre vampirische Natur zu erheben. Sie opferte ihre Unsterblichkeit, um Adrian zu retten und sich selbst zu erlösen. In einem gleißenden Blitz aus Licht und Schatten wurde sie zu Staub, und die Dunkelheit, die sie so lange beherrscht hatte, verschwand für immer. Adrian blieb zurück, allein in der Dunkelheit, aber mit der Hoffnung,
dass Serafina in ihrem letzten Akt der Tapferkeit ihre Erlösung gefunden hatte. Die Menschen vergaßen die Legende der bösen Vampiren, aber Adrian erinnerte sich an die Kreatur, die einst sein Leben bedroht hatte und ihm dann seine Menschlichkeit zurückgegeben hatte. Die Geschichte von Serafina war eine Geschichte von Dunkelheit und Erlösung, von Macht und Menschlichkeit. Sie erinnerte die Welt daran, dass selbst die schlimmsten Sünder die Chance auf Vergebung und Erlösung haben können, wenn sie nur den Mut dazu finden. Nach Serafinas Verschwinden fand Adrian sich in einer Welt wieder, die er zuvor nie vollständig verstanden hatte. Er hatte immer gewusst, dass es übernatürliche Kräfte und dunkle Geheimnisse in der Welt gab, aber die Begegnung mit Serafina hatte ihm die Augen geöffnet für eine Realität, die jenseits seiner Vorstellungskraft lag. Er begann eine Reise der Selbstfindung, auf der er nach Antworten auf die Fragen suchte, die ihm die Existenz von Wesen wie Serafina aufwarf. Er studierte alte Bücher und suchte nach Weisen, die ihm halfen, die Geheimnisse der übernatürlichen Welt zu entschlüsseln. Während seiner Reisen traf er auf andere Vampire, einige böse und mächtig wie Serafina einst gewesen war, andere auf der Suche nach Erlösung und Frieden. Er hörte Geschichten von Vampiren, die ihre dunkle Natur überwunden hatten und ihre unstillbare Gier nach Blut besiegt hatten. Adrian wurde zu einem Vermittler zwischen der Menschheit und der übernatürlichen Welt. Er half jenen, die von Vampiren bedroht wurden, und versuchte, die gefallenen Seelen zu erlösen, die in der Dunkelheit gefangen waren. Sein Wissen über die vampirische Welt und seine Fähigkeit, die Dunkelheit zu verstehen, machten ihn zu einem einzigartigen Verbündeten. Im Laufe der Zeit gelang es ihm, eine Gemeinschaft von Vampiren zu schaffen, die nach Vergebung und Erlösung suchten. Sie lernten, ihre dunklen Instinkte zu kontrollieren und sich auf das Gute in sich selbst zu konzentrieren. Gemeinsam setzten sie sich für das Wohl der Menschheit ein und versuchten, das Unrecht, das einige Vampire begangen hatten, wiedergutzumachen. Adrian selbst wurde zu einer Symbolfigur für Hoffnung und Veränderung. Die Menschen begannen, seine Arbeit zu erkennen und zu schätzen, und er wurde zu einem Beschützer der Menschheit vor den übernatürlichen Gefahren, die in der Welt lauerten. In den Jahrhunderten, die folgten, verblasste die Erinnerung an Serafina allmählich, aber ihre Geschichte wurde weiterhin erzählt, nicht als eine Geschichte der Dunkelheit, sondern als eine Geschichte der Möglichkeit zur Umkehr und Veränderung. Sie war ein Mahnmal für diejenigen, die sich in der Dunkelheit verloren hatten, und ein Zeichen der Hoffnung für jene, die nach einem besseren Weg suchten. Adrian selbst blieb ein einsamer Wanderer zwischen den Welten, ein Vermittler zwischen Licht und Dunkelheit. Er wusste, dass die Dunkelheit nie ganz verschwinden würde, aber er glaubte fest daran, dass das Licht immer eine Chance hatte, zu siegen. Und so setzte er seine Reise fort, immer auf der Suche nach jenen, die seine Hilfe brauchten, und immer bereit, für das Gute zu kämpfen.